Geschwür vom Chef. Wir haben einen Gundo. Yo, let's do this. Oh, das ist als Schleifscheibe. Oh, ein Stück Krieg, ich sag's euch. Oh, spezielle Alubremsbacke. Also ich bin sehr zufrieden. Heute wird das Dreirad restauriert, das Geschwür vom Chef. Da ist er schon. Die Huren Schwarte. Hinterarschmetten. Hallo. Neues Projekt. Oje, schauen wir mal. Oje, schau jetzt. Versehrten Oh, hängt schon Fahrzeug. krumm in den Federn. Ohne, dass du drauf hockst. Ja, ja, aber ein schönes Stück. Nein. Das Rädchen? Alle auch. Aber eben schon. Das ist was Scheiße. Ja, toll. Einmal komplett, hä? Einmal komplett. Also, fangen wir an. Also gut, ich tu lenken. Kennst du, oder? Die anderen arbeiten, du lenkst. Dann müssen wir es ein bisschen einwärmen. Ui! Und vorne noch die Platte. So. Oh, schau, das ist immer geil, oder? Alte Schätze hier Lupfen rausrollen. Das ist immer schön. Also, nach dem strengen Akt. Machen wir Bestandsaufnahme. Also, wir haben einen Gundo. Versehrten Fahrzeug, wie du so schön gesagt hast. Ja, genau. Jahrgang, da steht leider nicht drauf, da hinten immer noch ein Typenschild. Vielleicht kann jemand mit diesen Nummern etwas anfangen und kann uns da sagen, was für ein Jahrgang das genau war. Späte 50er, Anfang 60er Jahre, schätzungsweise. Das ist eine glatte Mischung, oder? Federbein hinten vom DS50, von der Front. Vorne MV50, 50er, 60er Jahre. Die haben einfach geiles Zeug gebaut, oder? Das ist auch ein schönes Ding. Das ist ein richtig schönes Gerät, oder? Hure leicht. Hinten hat es noch Platz für ein Kistchen Bier. Weißt du, schön, oder? Schönes Holzkistchen drauf. Ja. Sozius? Ja, genau. Ja. Du hast ja gesehen, was mit dem Fuzzi passiert ist, oder? Da willst du nicht andere auch noch mit in das Elend mit ziehen. dem wirst du nie fahren, ich sag das nie. Schon hier kleine Details, geil gelöst worden. Zeug im Rahmen verleiht, oder? Extra als Rohr gemacht für die Kabelführung. Ja, ich habe schon immer von denen gelernt. Oder? Früher, so Zeug hat halt einfach Zeit gebraucht. Wo hast du das hure Ding überhaupt ergattert? Da? Ja, da haben wir die Jungs angeschleppt. Plötzlich ist Köbi im Büro gestanden und gemeint, ein heißes Gefährt. Und für so einen heißen Pilot wie mich braucht so ein heißes Gefährt. Das ist ja gut, wenn man ein bisschen Leute rundherum hat, die ein bisschen Altmetall anschleichen. Ja. Und dann auch Leute, die man rundherum hat, die scheisse Gold machen. Also gut, ja, schnell zum Ablauf. Wir tun einfach wirklich bis auf die letzte Schraube alles zerlegen. Dann, was brauchen wir alles für Material, oder? Es wird noch eingespeichert, Chromstahl, wenn möglich natürlich. Dann aber aufpolieren, was mit dem ganzen Lack passiert, da sind wir noch ein bisschen Ja, Wehrweise. ich bin natürlich Fan von Originallack, wenn man Ja. noch retten kann. Aber jetzt Genau. da Ist halt übermalt worden. übermalt. Und wenn man so schaut, an gewissen Stellen, wo das Übermalte abplatzt ist, darunter ist nichts mehr. Blank Seisen. Ja, einmal komplett neu, aber original. Ja. Original. Und jetzt gerade da, weil viel kann man, ja, da bringt Den man bringst relativ du an, den viel bringst weg, du an. oder? Den bringst du geil. Ja, den bringst du geil, den bringst du richtig geil. Das ist auch ein Zaubermittel, das du hast, he? Nein, das ist Reiniger und feine Stahlwolle. Ah, das ist feine Stahlwolle halt. Ja, Und den da unten würde ich kommt ablaufen. richtig heftig. Weil der, Genau. das ist der blank. voll. Weil der Altchrom ist lustigerweise einfach mehr wert, oder? Ja. Ja. Dann gibt es vielleicht gerne noch ein Dankrevisionchen. Aber noch rettbar, sage ich jetzt mal. Absolut, absolut. Fangen wir an liefern, oder? Wie sieht das aus? Muss man dich da ein bisschen im Auge behalten, oder? Ja, zugegebenermaßen, ich bin schon ein bisschen aus der Übung. Ich bin die letzten paar Jahre mehr vor dem Bildschirm gehockt und habe dort Morphenwelt entwickelt. Aber ich habe natürlich früher noch exzessiv geschraubt, Puchau. Beim Motor kann er dann zeigen, wie man die revidiert. Eben. Ja, das machst du sowieso, du. Ja, genau. Eben, gelernte Polymeche. Locker. Das ist Lebensschule, oder? What the fuck, all just nuts and bolts. Einfach nur Schrauben und Muttern, oder? Ich bin eingerostet, aber da kommt schon. Dann haben wir zwei Kandidaten, die wir wieder vor dem abbringen. Auf alte Höchstleistung, sehr gut. Zwei schöne Projekte. Ready. Let's Yo, go. let's do this. Got police, your homie rolling. When you offer my condolence, you don't know just how I'm doing. And the silence gold, I'm broke, cause they know I'm talking fluent. Got them under the influence, the truest, talking to them. But if on your ego, bumping to my music, I'm eschewing. I just doing good a day, gonna have to get explicit. I got love for rappers like I do for my fucking ex-bitches. And I got that pass, though, I'm gonna ask permission if I could kick it. Checking the repertoire, I got that rep on par with the best who did it. I just get it how I'm living. Shout out to the ones that with them. Think that I wanted a ransom with ends gold, dog, when I'm in the building. In your city.
Fertig! Zum Glück hat der Ben nicht gefilmt. Das ist ein verdammt hoher Chaos, aber... So müssen Männerhände aussehen. Jetzt machen wir noch die Finesse des ganzen Zeug. Wenn wir noch etwas abändern, wie zum Beispiel die Kabelführung, wenn wir geschraubt machen und so weiter. Nachher tun wir mal sortieren, was kommt zum Lackieren, also sprich zuerst zum Sandstrahlen, nachher zum Lackierer und was wird aufarbeitet, poliert. Dann viele Sachen wie da die ganzen Schutzblech und der Beinschutz. Natürlich der Rahmen, die Gabel, das ist alles Sandstrahlteile. Das sind die ganzen Lagerschalen etc. Das tun wir einfach reinigen. Und das wird nachher abgechromt und wahrscheinlich vernickelt. Weil Nickel ist relativ geil, ist eine ganz feine Schicht und auch hart. Der Stift kann natürlich eine ganz schöne Bütze machen, ausspeichen, die ganze Nabengeschichte komplett zerlegen und die Naben aufpolieren, dass die wirklich schön parat sind, wenn man dann... Das traust du mir zu sagen? Ja, aber ohne rumschauen. Ich höre sie dann scheppern. Ich zeige dir jetzt mal schnell, wo der Drehbank ist. Also so wie ich es im Kopf habe, das letzte Mal bei dir gescheppert. Ja. Also komm, ich zeige dir mal schnell. Also siehst du, lässiges Reiden. Hast du glaube ich auch in der Lehre? Ja, kenne ich, sag mal etwas. Ja, Sulzer. Wo hast du gestiftet? Talmann. Talmann? Aber auch auf Reiten. Auch Reiten, hä? Digital sage jetzt zu meiner Zeit noch nicht. Nicht, hä? Nein. Ja, tipptopp. Da hat es ein bisschen Schleifzeug. Ich gebe dir dann noch was Scotch. Polierpaste von mir aus. Fühl dich wie die Hei. Du siehst, aber da Strom. Noch nicht. Was ist Strom? Ja, kannst du anladen. Das ist die falsche Drehrichtung. Falsch, richtig. Genau. Machst du das ist der Vorschub. Ach schon? Das ist doch schon länger her, hä? Ah, oben ist die Ja, Dings bei dir. genau. Ja, wir haben zwei gehabt. Ja, nicht irgendwie Schleifpapier nehmen, mit dem Scotch das ist mir schon anfangen. klar, das ist mir schon klar. Gut. Sick. Nur, dass ich es gesagt habe. Nicht, dass es nachher wieder brüllt. Ja, also ich habe Hättest ja du müssen Angst um da Hättest du mir mein müssen Dreirad, sagen. wenn du da Hand anlegst. Ja. Ich habe den vorher nie montiert, der war noch ganz. Und plötzlich Ja. ist der Sick gekommen, du brauchst noch einen neuen Luftfilter. Montiert. Ja. Da. Das muss alles auseinander. Buchshop.de gibt's das. Mofa-Kult hat es bald auch. So, mach etwas jetzt. Jetzt tun wir hier die Klammern lösen, Speichen wegflexen, ausser deine, dass wir die Länge messen können. Ich tue ein bisschen Rücklichtchen zerlegen. Also Rücklichtchen zerlegen, seit das, was du schon kaputt gemacht hast. Schau jetzt. Demontiert bei Sick, oder? Schafsäckel. Weißt du, es können sie nicht alle einfach so aus dem Regal nehmen wie du, oder? Was jetzt? So ein Hämmerli, da ist ein Lieblingshämmerli. Demontage bei Sick. So ein Wichser. Ist alles wahr. Ja, scheinbar wachsen hier zu Kohlbrunn Töpfelteile auf den Bäumen. In Zweifeld ist das ein bisschen anders. Oh. Ja, siehst du noch? Zum Glück ist es kein Glas. So geht man mit dem Zeug um heutzutage. Du. Flexig. Felix ist die vorne. Die Schutzbrille ist auch die vorne, hoffe ich. Lieber, ja, hängt überall ein bisschen eine. Ja, glaubt er nicht. Am ersten Ort hat schon mal keine, he? Sonst nimm ich den Schweißhelm. Ich glaube, die haut gar nicht mehr. Oh, da ist auch die Dingsscheibe. Da musst du jetzt nicht zeigen, Ben. Habe ich jetzt schnell gemacht. Ich habe gedacht, ich muss so festdrücken. Und das ist die Schleifscheibe. Nein! Ich habe einfach nichts gesehen mit dem Helm. Sieg, du musst doch schauen, dass deine Stifte gutes Material haben. Ja, du Anfänger, da hängen ja überall Brüllen. Da ist auch keine. Da, schau. Wenn zwei sich gefunden haben, aber es ist auch gegangen. Aha, nein, du hast ja schon sehr voll durchgefackelt. Oh je, oh je, ich gehe wieder. Ja, weißt du, wir haben eben beim Mofa-Kult nur einen. Gut. Du hast jetzt gerade hergenommen, die Scheibe. Was? Das ist nur noch halb so groß. Ja, das ist mit den Gell? Schübeln. Ja. Das ist nicht einfach. Ich will ja nur einen speichern, dass ich die Länge messen kann. 188. Und darum Sehe verqualtigen ich wir von jetzt... Auge. Bullshit. Darum gehen wir jetzt da so rein. So. Jetzt kannst du filmen, Ben. Oh, jetzt holen wir die eine Speicher.
188. Nein, schau jetzt mal, das ist ein 45 Grad Speicher. Kennst du das? Ja, aber die Länge. Ja, und gleich. Und gleich. Man muss ausmessen, dass man sicher wieder die richtige Speicher bekommt. Da haben wir nämlich ganz viele Retouren von so Hast du die schon Speichern. bestellt? Nein, noch nicht. Weil die Leute nicht richtig messen, bevor sie bestellen. Also Ben unter uns, Sie sollten nicht hören. 188. Aber wenn er fragt, sind 191. Also, 191er sind es. fiktiv. Ja, ich denke die anderen auch noch. Vielleicht ist es vorderrad auch ein anderer runter, oder? Nein, doch dreimal den gleichen runter. Ja, nein, einmal ist ja ein Zahnkranz. Ist etwas anderes, wenn es einen Zahnkranz drauf hat, oder? Breite, muss nur Breite und Lochbild, aber das ist ja... Sehe ich von Mitte steigen, dass das passt. Ja, eben. Ich habe einfach schon Sachen erlebt, oder? So entsteht Krieg, ich sag's euch, so entsteht Krieg. Das ist das letzte Video, nachher der Channel Signature wird eingestellt. Den kann ich einmal. Gut, einen Nibel brauchen wir noch. Wo haben wir den Nibel? Nehmen wir nämlich den auch gerade. Ich mache in dieser Zeit ein bisschen Pause. El Toni. Also, los jetzt. Willst du von mir auch noch etwas sehen, dass ich etwas mache? Komm mit, schau da. Schön, das Ding, das Deckchen, Werkzeugschächteli. Weißt du, jetzt haben wir ja da alt. Meinst du, das sind jetzt wirklich die gleichen Räder? Ja, jetzt gibt es natürlich die feine Stahlwolle. Den Trick kennen ja viele auch schon. Das ist ein alter Hase, feine Stahlwolle, nie trocken, immer schön mit Öl oder mit irgendetwas. Tun wir das mal ein bisschen, Gegen Schmutzi. ein bisschen Schmutzi an, genau. So, jetzt spülen wir das Ganze mal ab. So, das ist doch sehr gut. Es hat hier klar ein paar abgeplatzte Stellen. Ist ganz klar, die kann man natürlich nicht mehr holen. Aber so, also ich finde es genial, wie man hier einen alten Chrom wieder aufschaffen kann. So, jetzt tue ich da nämlich nur noch das Schräubchen da aufpolieren. Je nachdem, wenn wir vorne natürlich im Motor ein bisschen mehr Bums machen, können wir hier wieder etwas Kleineres gehen, wo auch ästhetisch wieder ein bisschen geil aussieht, dass da die riesen Scheiben. Wie auch der Zahnkranz, du siehst, schon langsam ein bisschen Haifisch. Heisst, dass er schon eine Menge Meter gemacht hat. Weil kehren kann man auch nicht, weil er da Köpfung hat. Jetzt schauen wir mal, wie gut dass die Farbe hier wegkommt. Jetzt probieren wir hier nämlich mal schnell mit der Ablauge probieren. Also jetzt ist einfach wichtig, oder? Wenn ihr mit so Zeug arbeitet, einfach immer eine geeignete Schutzausrüstung anlegen. He? Wirklich wichtig, weil es ist ein recht aggressiver Stoff da. Mal gar noch nicht zu viel und dann schauen wir, ob da etwas passiert und wenn ja, was. Oder? Und wenn es dann gut ist, was passiert, dann machen wir dann die ganze. So, jetzt schauen wir schnell die hure Federbeine. Der Projektleiter hat gemeint, alles revidieren, was geht. Also revidieren heisst putzen und anlegen aufs Häufchen, parat zum Einbauen. Ja, das willst du dann revidieren. Projektleiter hat Sollen wir gesagt. doch noch? Komm, wir nehmen jetzt noch ein bisschen mehr auseinander. Ich fühle mich fast ein bisschen geehrt, wenn du das sagst. Was? Projektleiter hat gesagt. Ja. Keine Ahnung, wie man den rausbringt. Das sollte doch rausgehen. Mit dem Lager zusammen. Du hattest so ein Zwischen... wie sagt man dem? So ein Zwischenring, wo die Achse drin reinläuft. Dort sind sie einmal noch aufgepresst. Ja, ich habe eine Vermutung. Ja. Immerhin. Ah, schau jetzt da. Viel hilft viel. Viel hilft viel. Ich wollte nur einen Schraubenzieher holen. Sehr gut, danke schön. Gern, du. Der Stift ist immer zur richtigen Ort, Seite. oder? Schau du lieber, dass du dir nicht das Zeug um die Ohren fliegt. Ja, eben, Ben, das Teil gibt es jetzt bei uns leider noch nicht im Shop, aber es ist jetzt gerade gut, dass ich wieder mal so ein Projekt anreisse, weil dann sehe ich, dass wir noch lange nicht am Ziel sind und auch genau das Teil früher oder später bei uns beim Offerkult anbieten werden. Kann man brauchen, so Leute. Oh, schau mal, das sieht noch viel besser. Ja, lustig. Gesehen, der hat schon neu kaufen. Der sieht jetzt gut aus, aber die andere Seite sieht katastrophal aus natürlich, Das ist oder? doch voll nur, weil es dreckig ist. Sick. Nein, da fehlt der ganz hohe Filz da. Der kommt alles über. Da kommt ein Revisionskit über für dich. Kommst du über den Filz? Ja. Aufschreiben. Hast du schon Listen? Nein, noch nicht. Du machst doch da Listen, oder? Nein. Hast du den gesehen? Der ist noch geil, ne? Da ist der Tachoantrieb gerade integriert in den Backen. Ja, frech. Also in der Bremstrommel, da innen. Nicht mehr viel drauf. Nein, das ist eine spezielle Alu-Bremsbacke. Ja, voll. Da sind sie abgehängt. Ja, da sind sie drin. Ja, gut, okay. Immerhin, sonst würde nämlich der Nabel grauhaft aussehen. Wenn man Glück gehabt. Die Bremswirkung ist aber gleich im Arsch. Ist wohl mal ein bisschen heiß geworden. Ich hoffe, so Backen gibt es beim Offerkult.
Ich hoffe es. Weil das ist nicht klassisch Stöffli-Bremse, es ist schon eher so ein Kleinmotorrad 50 Kubik. Darum schaue ich es gerne zweimal an, dass ich wieder weiss, wie es zusammenkommt. Gut. Das ist eigentlich gleich auseinander. So ein bisschen putzen. Ja, da sieht man einfach wieder einmal mehr, oder? Das Zeug das kann man einfach zerlegen und wieder revidieren. Deutsche, gute alte Werksarbeit. Uhu. So, dann. Gut. So, jetzt schauen wir mal, ob wir da noch etwas rausholen können. Da sieht man den Unterschied. Es ist einfach poliert halt. Es ist einfach ein bisschen heller, ein bisschen glänziger. So Zeug macht natürlich auch mal viel aus, oder? Was macht der Projektleiter da hin? Sick! Jetzt schau nicht immer rein, kommt alles gut. Stief. Das ist wahnsinnig, oder? Wenn man mit schlechtem Material arbeiten muss, oder? Da unser Projektleiter, oder? Hat er schon lange nicht mehr geschraubt. Jetzt hat er natürlich Plättchen durchgelassen. Das Klöpfchen und das per Plättchen kostet natürlich ein Maschinengewehr. Jetzt kommt da etwas richtig Gutes über. Mal schauen, ob ihr den Unterschied merkt. Ah, schau. Danke. Ja, bitte. Weißt du, das ist eine Pferdscheibe. Die haben eigentlich normalerweise einen Tag lang. Und jetzt kommt er mir mit so einer, keine Ahnung, was das ist. Sick, ich hoffe einfach, dass sie mir nicht um den Grinch wartet. Das ist eine eigene Werkzeugmarke vom Obi. Die haben so Seitenschneider, wo einmal kannst du einen Draht schneiden kannst. Eben dann ist wichtig, dass du den Schutz richtig eingestellt hast. Genau. Sick, wo ist der Stahlabfall? Kistchen dort. Ja, aber das ist ja all und alles zusammen. Alles zusammen. Und alles in einem Mulde. Nein, unglaublich, der Typ. Alles ja im Mulde, oder? Keine Abfalltrennung, nichts. Wie der letzte Neandertaler. Hier im Dorf hat es nämlich einen Mulden und dort rührst du einfach alles rein. Ah, kommst du nicht einmal Geld über? Ja, stell dir vor. Ja, für die paar alten Speicher da. Wieso hast du gemeint, kommst du jetzt noch um 5 lieber rüber, wenn man es abgibst? Die Zeiten sind vorbei. Schau, Sick, ich übergebe dir feierlich. Oh, schön. Da ist nicht Zwetschgen drin wie Anton, oder? Nein, ist gut, haben wir geprüft. Oh, Weinmann mal 23 mal 2, ein Viertel. Ah. Meinst du, so etwas wirft mich um? Sick? Ja, ich weiß es nicht. Versuch es wäre gewesen. Da vorne eine Kugel drin. Das teure Werkzeug. Ja, du hast du sagst, wie du tust. Genau im richtigen Moment. Kamera auf der Werkstatt. Weißt, ich habe gesagt, es ist ja so, man hat ja immer Messingbölzen, oder? Weil Messing ist weicher als Stahl und das treibt nicht. Die Kamera ist Und dann habe ich gesagt, es ist neu, ich habe nur den fetten Prügel. Ja, wie will ich denn mit dem fetten Prügel durch ein 12-Loch durch? Da. Dorn. Das sind alte Lager, das brauchst du nicht mehr, oder? Nein, vorher war die Achsding, die willst du ja nicht treiben. Nein. Eben? Aber die ist jetzt weg. Ja. Warte. Was machst du jetzt du? Das Lager rausprügeln. Ja, gut. Ja, nur mal schauen, ob der Sägering schon draus ist. So, zack. Ja, jetzt ist schon wieder etwas unter den Dings. Hast du das gesehen? Nein, ist nicht unter die Dings. Mal der Sägering, aber der ist Ah, der kaputt. Sägering, ja. Da. Auf alle Fälle einmal mehr bewiesen, Der Franz, der kann's. dass der Sick einfach immer reinschiesst. Der schiesst immer rein. Ja, Immer aber es zu ist ja viel. gerade draussen. Immer zu viel. Wie lange spielst du jetzt schon mit dem Kugellager? Hey, das ich habe 3 Neben. Da ist ein Dreirad. Der geht ein Drittel länger oder die Hälfte länger. Oh, da fehlt ja noch der Sägering. Also, wenn jetzt alle 3 Neben zerlegt und dann jetzt die putzen und dann polieren. Hey, Sick. Einfach die im Gegenuhrzeigersinn anstellen, oder? Ja, einfach auf eins. Ich bin immer im Uhrzeigersinn. Wenn du wüsstest, Sick, was ich schon am Drehbank gemacht habe, wo du noch mit den Pfeilen am Hantieren warst. Nur verwürgte Schrauben hast du. Das lange doch. Unglaublich, nein, ich wirf es gerade weg. Ich hoffe, jetzt lange es dann vom Durchmesser haben, weil die sind jetzt gerade Lange nur weit. geht. Lange es geht. Es geht lange. Lange das wirklich? Ah, du meinst von meinen Dings, ja? Ja, das ist viel zu gross. Wir haben es wieder hier rein spannen. Die
ist natürlich alles Quatsch, gibt nichts Sicheres. Und bevor ihr wieder etwas zu lachen habt, ich drehe jetzt einen Dorn, wo wir die draufstecken können, hinten mit einer Mutter und einer U-Scheibe anschrauben. Dann können wir das nämlich unfallfrei, schön sicher polieren. He? Nur, dass ihr nicht das Gefühl habt, der Sieg, der Fuhl sich immer schnell, oder? So, oili, oili. Jetzt schneiden wir es 12x1. Drehen wir jetzt die Büchse, die nachher da ansteht. Jetzt aber. Mein geraten. Schwarm. Au, 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 au. So, jetzt haben wir hier den Anschlagring. Nabel drauf. Zack. Ja, es ist wild. Anzug hast du gesagt? Ja. Ich kontrolliere lieber selber. Ja, kontrolliert. Also Sig, wo ist der Scotch? Du hast doch gesagt, du richtest das alles für mich. Ja, ich habe jetzt gerade die scheiß Halterung gemacht. Er hat ja gesagt, nicht mit Schleifpapier, oder? Ja, die hohen Kerben, da sind recht die hohen Dinger drin. Die sind so tief, bringst du nicht raus. Das Kotsch und Öl. Danke. Viel Spass. Ja, Puch nicht schön geschafft, oder? Da macht der Unterschied, Ben. Was macht der Unterschied? Wegen dem wird es noch schneller sein wie am Six rein. Polish. Ja, das ist guter Stoff. So, fertig. Gehen wir es mal dem Lehrmeister zeigen. Schauen, was er meint. Schau, Lehrmeister. Hey, tolle Sache. Was meinst du? Ja, aussen gut. Hey, nicht anlangen, gell? Ja, es ist einfach ein schöner Glanz. Und ich finde, so Zeug gar nicht tragisch. Also ich bin sehr zufrieden. Der Unterschied kann sich sehen lassen. Alt, schmuddelig, alt, hochglanzpoliert. Geil. Wahrscheinlich ist mal einer da in die Mauer gefahren. Nüchtern. Jetzt müssen wir dem schon ein bisschen einen geben. Da. Bist du parat? Er ist schon gekommen, ein bisschen, Mit so einem Hebelsieg. Jetzt ist das nämlich seidefein. Jetzt können wir da gerade schnell so ein Röhrchen drüber haben. Jetzt ist das Rohr gekommen, sehr wahrscheinlich. Ja. Schau mal den an. Yeah. Super. Der ist Porno. Ja. Also, wir sind ein gutes Stück vorwärts gekommen. Das ist natürlich lässig. Ein paar Sachen sind bereits aufgearbeitet. Die Narben sind in Arbeit. Sandstrahlen ist jetzt einiges parat. Das können wir bringen. Diverse Teile haben wir jetzt gemerkt. Ein Nabel ist nicht komplett, leider. Also, wir brauchen dringend noch so einen Puchnabel. Natürlich eben diverse Teile, die man noch neu haben muss, zum Beispiel. Wir geben natürlich Gas. Es war ein lässiger Tag. Ja, ich weiss nicht so recht. Dreckige Hände. Dreckige Hände, eine Kühlmittelemulsion bis hinter die Ohren. Das ist geil. Stinkst wieder mal nach Pisse am Abend. Weißt du, ja. Immer nach der Lehre, oder? Nach dem Dreh hast du immer nach Pisse gestunken. Ja, und jetzt da die Haare getroffen, die Scheiße. Nein, hat Spass gemacht. Und ich muss sagen, ich sollte häufiger mal wieder beim SIG etwas zu schrauben zu haben. Dass wir noch bessere Lösungen können, erschaffen. Zum Schrauberleben noch einfacher machen. Mein Job ist immer noch ausgeschrieben. Wenn ihr Bock habt, das Geschäft zu übernehmen, macht das. Dann kann ich nämlich beim SIG wieder ein bisschen mehr... Aber jetzt am besten fliegenden Wechsel. Genau. Du da und ich hocke auf deinen Stuhl. Das wäre auch mal was, oder? Für eine Woche. Ja, für eine Woche. Wäre mal ein gutes Experiment. Das möchte man dann wieder fangen, oder? Ja, wäre so ein tiefer Sturz. In beide Richtungen, also in beiden Geschäften. Gut, also. In dem Fall, es bleibt spannend und wir wünschen euch. Bis bald. Willst du es etwas abonnieren? Nein, ich sag's nicht. Ja, ich auch nicht. Scheißegal, ob du es sagst. Nein. Da fangen wir nichts Neues an. Da fangen wir nichts Neues an. Könnt machen, was ihr wollt. Ja, genau. Das ist immer gut. Macht doch was ihr wollt. Machen wir noch. Ah,